Warte, Kernbewahrer? Ich sehe, hast du's endlich hergeschafft. Ja schon, aber warum wurde ich Kernbewahrer genannt? Weil du ein Core-Keeper bist. Okay, und das bedeutet? Dass du den Kern bewahrst? Oh. Soll ich's dir noch buchstabieren? Oder können wir endlich anfangen zu zocken? Wir können meinetwegen anfangen. Sehr gut, dann zieh dir mal Muttis Kniestrümpfe auf Anschlag Was? und mach dich auf dein Leben als Core-Keeper bereit. Aber ist es dafür nicht viel zu dunkel? Dein Ernst? Oh, okay, dann sieh zu und lerne. Gut, wo waren wir? Wow, das ging echt schnell. Ach ja, fangen wir mit den Basics an. Dem UI. Ah, wo kommt das denn her? Und was ist überhaupt ein UI? Das steht für User Interface. Das wohl wichtigste Spielelement eines jeden Core-Keepers. Verstehe. Zentriert am unteren Bildschirmrand findest du deine Hotbar. Diese kannst du von links nach rechts in den Slots 1 bis 10 beliebig mit Werkzeugen, Items und Konsumgütern ausstatten. Okay, und wie werde ich dann... Du kannst jederzeit mit einem Tastendruck den beliebigen Slot ansteuern. Versuch es einfach mal. Drücke 0, um den 10. Slot anzuwählen. Oh, Das sieht doch schon annehmbar aus. Wenn da jetzt ein Item wäre, könntest du es direkt nutzen. Natürlich lässt sich auch via Mausrad durch die Hotbar scrollen. Versuch es doch mal. tatsächlich, das klappt. Und noch so einfach. Wenn du nun deinen Blick nach oben links schweifen lässt... Noch ein Element? Genau. Das ist dein Lebens- und Hungerbalken. Wo wir gerade davon sprechen. Hier, sei doch so nett und iss das mal. Du fällst ja bald vom Fleisch. Oh, danke. Aber wie mache ich das jetzt? Ganz einfach. Nachdem du das Item in der Hotbar ausgewählt hast, kannst du es mit einem simplen Rechtsklick konsumieren. Wow, das tat echt gut. Ja, unter deiner Hungerleiste solltest du nun einige Buffs sehen können. Jetzt, wo du sagst? Tja, je nachdem, was du konsumierst, kannst du unterschiedliche Buffs erhalten. Manche Items oder Skills gewähren dir sogar passive bzw. aktive Boni, die permanent anhalten. Aber alles zu seiner Zeit. Das klingt aber alles sehr kompliziert. Doch nun ist es erstmal an der Zeit für ein weiteres wichtiges Feature. Was ist das denn für ein Kasten? Der Kasten ist die Minimap. Dein Freund und Helfer. Wann immer du dich in der Spielwelt bewegst, wirst du Teile der Map erkunden. Die Minimap hilft dir dabei, deinen bisherigen und zukünftigen Weg im Auge zu behalten. Wow, was für ein geniales Feature. Schade, dass die Map nur so klein ist. Ja, dazu kommen wir jetzt. Drück mal die M-Taste. Jetzt ist die Karte ja viel größer. Durch Drücken der M-Taste kannst du jederzeit deine Karte aufrufen. Hier siehst du, wie oben in der Mini-Ansicht, deinen bisherigen Fortschritt. Es ist dir außerdem möglich, via dem Mausrad rein und raus zu zoomen, beziehungsweise durch das Drücken und Halten der linken Maustaste von rechts, links, oben und unten zu navigieren. Oh, ein richtiger Atlas also? Das ist echt praktisch. Doch wie kann ich mir besondere Orte merken? Unten links hast du eine Ansammlung von Markern. Wenn du nun einen der Marker fair. auswählst, kannst du durch Drücken der mittleren Maustaste, also auf dem Mausrad, deinen Marker beliebig in der Welt setzen und so auch wieder löschen. So einfach und effizient. Ja, in der Tat. Doch bedenke, dass dies nur deine Karte anzeigt. Im späteren Spielverlauf gibt es auch Möglichkeiten, deine Karte mit einem anderen Spieler zu synchronisieren. Doch wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Wenn du bis dahin einem Mitspieler etwas Wichtiges zeigen möchtest, klicke einfach mit der mittleren Maustaste, um ein Ping-Signal auszusenden. Ich meine, das ist alles echt toll und danke für die Erklärung, aber das ist echt viel auf einmal. Viel? Das war noch gar nichts. Drück doch mal bitte die Tab-Taste. Okay, jetzt bin ich raus. Was ist das alles? Das ist dein Inventar sowie die Übersicht über deinen Charakter. Wie du siehst, hast du anfangs nur eine begrenzte Anzahl an Slots zur Verfügung. 20 als Inventar und 10 in der Hotbar.
Durch Ausrüstung, welche du im späteren Spielverlauf finden und auch herstellen kannst, ist es dir möglich, deine Item-Slots zu erhöhen, Ach so? sowie Charakterwerte zu verbessern. Ja, ich komme nicht mehr mit. Können wir eine Pause machen? Was denn jetzt schon? Du gibst bereits bei den Grundlagen auf? Es ist einfach zu viel auf einmal. Ich habe jetzt schon die Hälfte davon vergessen. Papalapap, wir ziehen das jetzt durch. Und danach kannst du immer noch eine Pause machen. Aber- Also öffne jetzt dein Inventar durch Drücken der Tab-Taste. Ist ja gut. Neben deinem Inventar und deiner Hotbar hast du außerdem 8 Slots für deine Ausrüstung. Diese teilen sich in Helm, Brust und Beinschutz auf. Als Accessoires kannst du außerdem auf eine Kette und 2 Ringe zurückgreifen. Oh, okay. Und was sind die anderen beiden? Wenn du mich aussprechen lässt, komme ich doch an. Was? Also, der linke Slot ist für ein Zweithand-Goodie. Und das kann ein Schild, eine Laterne oder ein anderer nützlicher Gegenstand sein. Ach so. Der rechte Slot ist für einen Rucksack bestimmt, um dir weitere Inventarplätze zu verschaffen. Warte. Wird es noch komplizierter? Ich weiß wirklich nicht mehr, wo der Anfang und wo das Ende ist. Was quengelst du denn andauernd so rum? Wir sind doch fast fertig. Aber ich quengel doch gar nicht. Alles, was ich... Also, fast fertig? Okay. Last but not least, das Skill-Menü. Warte, ein Skill-Menü gibt es auch? Ja, es ist ein passiv-aktives Skill-Menü. Hier gilt Learning by Doing. Oh. Insgesamt gibt es 9 Disziplinen. Bergbau, Laufen, Nahkampf, Vitalität, Fertigung, Fernkampf, Gärtnern, Angeln und Kochen. Leuchtet Und ein. jetzt kommt der gute Teil. Wann immer du in der Spielwelt etwas tust, erhältst du im Hintergrund Erfahrungspunkte für die jeweilige Disziplin. Jedes 5. Level beschert dir dann einen aktiven Skillpunkt, welchen du dann... Und überhaupt. Ich sehe schon. Du kommst nicht mehr mit, was? Können wir nur eine kurze, klitzekleine Pause machen? Oh, okay, in Ordnung. Aber nur kurz. Danke. Dann kann ich das Ganze auch erstmal verarbeiten. Das war ja wirklich viel. Gut, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir müssen uns schließlich auf Tier 1 vorbereiten. Moment, warte. Tiersets gibt es auch noch?